Ich bin auf der 21 RV-Messe in Beijing und hier auf dem Stand der New Gona Group. Hier vor mir ist ein kleines Fahrzeug von Dedu. Dedu kennt man, die haben auch schon mal in Düsseldorf auf dem Caravan-Salon ihre Fahrzeuge gezeigt und dafür große Euphorie gesorgt. Und jetzt haben sie hier wieder was Innovatives. Kommt euch dieses Kabel bekannt vor? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist nämlich das Besondere an dem Konzept jetzt von Dedu. Nicht nur, dass sie hier ein Auto wieder mit Slideouts haben, sondern ich gehe mal gerade mit euch hier vorne an diese kleine Schautafel hier und zeige das mal. Also dieses Auto hat nämlich genau diese Batterie verbaut. In der Regel werden ja bei den chinesischen Fahrzeugen 48 Volt Systeme verbaut. Dieses Fahrzeug hat jetzt kein 48 Volt System verbaut, sondern dieses Fahrzeug hat ein 400 Volt System verbaut. Und das heißt, entsprechend kann ich dieses Auto an einer Ladestation laden, also mit einem Schnellladesystem. Ich habe nie wieder Batterieprobleme, wenn ich zumindest eine Schnellladesituation oder Möglichkeit in der Nähe habe, kann ich hier dieses Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit wieder vollladen, denn ich kann hier ein ganz normales Ladekabel von einem Elektroauto nehmen und hier quasi mit 400 Volt schnell laden, um genug Energie hier im Auto zu haben. Also komplett keine Probleme mehr mit der Energieversorgung. Hier ist das einmal aufgezeigt. Da ist die 400 Volt Batterie. Hier sieht man den Stromanschluss. Und das Besondere bei dem System ist, die 400 Volt Batterie ist die einzige Verbraucherbatterie, die in diesem Auto noch ist. Aber das ganze Ding wird halt trotzdem nochmal über 2 Lichtmaschinen geladen. Also ich habe da trotz alledem noch die Möglichkeit, auch fahrend das Auto und die Batterie zu laden. Und das ist auch innovativ, oben auf dem Fahrzeug eine Solarfläche. Und auch die Solarfläche ist dafür da, um die 400 Volt Batterie zu laden. Natürlich nicht annähernd so schnell, wie ich das mit so einer Schnellladesituation hinbekomme. Aber trotz alledem, ich habe halt genau wie beim normalen Fahrzeug die Möglichkeiten, dieses Auto zu beladen. Lichtmaschine, Solarwandler oder halt über eine Schnellladefunktion, Docking Station. Natürlich kann ich hier auch ganz normal 220 bzw. 230 Volt anschließen und das System laden. Auch das funktioniert, aber ich habe hier die Möglichkeit, das ganze Ding über ein Schnellladekabel zu laden. Die Batterie ist ja jetzt auch nochmal in so einem Stahlmantel verpackt, und die ist Unterfloor. Also die hängt unterm Auto, dass der Schwerpunkt beim Auto relativ niedrig ist. Und was ich auch auffällig finde, ist hier die Qualität der ganzen Gerätschaften. Guckt euch das mal an, ne? Ich meine, die sind alle hier in so Metallkästen. Also das wirkt alles sehr, sehr wertig. Vom Wechselrichter bis zum Ladewandler hier alles halt quasi einmal in so Metallvarianten. Der Grundriss ist jetzt gar nicht das Innovative hier bei diesem Auto. Farblich ist es mal ein bisschen anders gestaltet. Ich finde es auf jeden Fall ganz ansprechend. Ne? Schön gemütlich hier, vor allem wenn hier die Decke schon liegt. Da könnte ich mich sogar gleich hinlegen und hier ein bisschen chillen in dem Auto. Also das ist schon sehr, sehr nett. Ansonsten wie immer hier der Slideout. Im Slideout 2 Kühlschränke übereinander. Hier vorne ist eine kleine Sitzgruppe. Die haben hier natürlich auch wieder Schiene üblich. Ihre Komfortsitze, die elektrisch einstellbar sind, die eine Popo-Heizung und Popo-Lüftung haben. Ich habe hier ein Fenster, eine Induktionsladefläche, nochmal 2 Becherhalter, Stromversorgung, sowohl mit 220 bzw. 230 Volt, wobei in China ja immer 220 Volt sind. Dann USB, hier drüber nochmal Fächer. Und das alles mit einem Slideout. Und diese Slideouts haben halt den Vorteil, dass sie hier so viel Platz dann im Innenraum schaffen. Es fühlt sich gar nicht an wie ein Wohnmobil.
weil du hier einfach wirklich, wirklich viel Platz hast. Auch hinten im Bett natürlich viel, viel Platz. Und in China ist ja das Besondere, dass die Autos immer unter 6 Meter sein sollen oder sein müssen, aufgrund der Führerscheinlimitierung. Hier zählt halt nicht das Gewicht, sondern hier zählt halt die Länge. Und somit versucht man immer unter diesen 6 Metern zu bleiben. Und um trotzdem halt den Platz zu schaffen, um hier halt dann mit bis zu 4 Leuten zu reisen, hat man halt die Möglichkeit, hier hinten mit diesem Slide-Out ein Bett für 2 Leute zu schaffen. Und es ist ein Alkovenfahrzeug, deswegen entsprechend hier hinter dem Fernseher versteckt sich dann auch ein sehr, sehr großer Alkovenbereich mit einer anständigen Höhe. Und ja, wie gesagt, im Dekor gefällt mir ganz gut. Hier, ihr seht das schon, von der Decke her. Hier ist so eine kleine Struktur sogar drauf. Also es sieht sehr, sehr hochwertig aus. Und auch von der Verarbeitung, ne, da kann man echt nicht meckern. Also das hat schon alles Hand und Fuß hier. Das sieht ordentlich aus. Bordcomputer von Dedu mit allem Überblick, was ich so habe. 18 Grad sind hier gerade. Und ja, wie gesagt, ne, was man halt alles so an Überblick braucht. Und hier mit der Besonderheit, dass ich halt auch die Batterieleistung sehe und wie schnell hier die Batterie geladen werden kann. Badezimmer, unspektakulär würde ich sagen. Wobei, schön ist ja immer, wenn man hier auch an diese Details denkt, wie zum Beispiel hier die Möglichkeit, nasse Jacken und sowas in den Nassraum zu hängen. Haben die hier Tretford-Toilette als Festeinbau hinten. Kleiner Holzrost, wo ich stehen kann. Mini-Waschbecken. Also das ist okay. Dann habe ich einen ganz kleinen Schminkspiegel hier, wo ich ein paar Sachen unterbringen kann. Ich kann mich auch von beiden Seiten sehen. Ihr seht schon, vorne und hinten habe ich halt einen Spiegel. Hier diese offenen Fächer, weiß nicht, ob man die unbedingt braucht. Da fliegt eh alles durch die Gegend. Deckenventilator macht auf jeden Fall im Badezimmer ja Sinn, um halt auch schnell die nasse Luft aus dem Auto rauszukriegen. Ja, und vom Beleuchtungskonzept gefällt mir das echt gut hier, ne? Mit dieser Wutenbeleuchtung, indirekte Beleuchtung, mit den Spots. Hier habe ich noch mal ein paar Haken. Wegklapper ist auch sehr schön. Kleiner Küchenbereich. Und ich weiß, vielen von euch fehlt dann halt immer irgendwie die Kochmöglichkeit, eine Kochplatte. Aber es liegt halt einfach daran, weil Chinesen anders kochen. Die kochen nicht mit so einer klassischen Herdplatte, sondern die haben in der Regel immer ganz, ganz viele Geräte bei sich. Vom Reiskocher bis hin zur Fritteuse, in Anführungszeichen Fritteuse, Airfryer oder sowas, um dann ihre Gerichte da mit zu kochen. Also die kochen halt nicht so klassisch. Und wenn man halt klassisch kochen will, dann kochen die halt meistens draußen, weil chinesische Küche auch immer sehr aromaintensiv ist und es wird halt mit viel Fett auch gebraten und die Chinesen möchten halt einfach diesen Geruch nicht im Auto haben und deswegen, wenn die sowas intensiv Kochbares haben, dann kochen die meistens draußen. Deswegen gibt es draußen halt nochmal so einen Kocher, den du ausziehen kannst und hier drin nutzen die halt einfach entweder eine Mikrowelle, um ihr Essen heiß zu machen, oder halt einfach so eine Elektrofritteuse oder halt einen Elektrowok oder eine Elektroplatte. Die kochen halt ganz, ganz viel mit elektrischem Equipment. Anders bei uns muss man sich dran gewöhnen, habe ich mir jetzt aber auch mal erklären lassen, woran das liegt. Ja, dieses Auto ist ein Ford. Auch spannend natürlich, weil es in China ja eigentlich die Kooperation mit JMT gibt, die quasi zusammen mit Ford die gleiche Basis nutzen. Also JMT, wenn man die sieht, oder JMC heißen sie, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht so, ich glaube JMC ist auf jeden Fall die Kooperation mit Ford. Und hier das Auto auf Ford-Basis. Im Eingangsbereich habe ich hier nochmal eine Waschmaschine. Und außen zeige ich euch jetzt auch nochmal, hier ist halt der Bereich mit dem Kocher, Elektrokochfeld und Gaskocher bzw. Dieselkocher. Hier wird halt auch mit Diesel gekocht, damit du gar kein Gas im Auto haben musst, sondern
Hier wird auch der Dieseltank vom Auto genutzt. Also der Dieselkocher nutzt einen Tank, du brauchst kein Gas hier im Auto. Auch das ist natürlich toll, dass du dann halt einfach die Möglichkeit vom Auto nutzt. Hier seht ihr den Slide-Out. Ich habe mir sagen lassen, weil viele ja immer sagen, oh, ob das Ding dicht ist und so, das ist eine Doppeldichtung. Also es ist nicht nur hier eine Dichtung, sondern dahinter ist noch eine Dichtung. Man sieht immer oben diese Markise. Das ist nochmal einmal geschützt durch eine Markise. Also wenn halt irgendwie mal Laub oder Stückchen drauf fallen, kannst du das Ding trotzdem einziehen. Da fällt halt nichts oben auf den Slide-Out, so dass der dann halt auch geschützt ist. Ja, hier habe ich nochmal so eine kleine Tischfläche, um ein bisschen was zu schnibbeln. Und ihr habt schon gesehen, hier ist das jetzt eingefahren, das ganze Ding. Auf Auszügen kann ich halt wieder ins Auto reinschieben. Hinten habe ich hier noch eine sehr, sehr große Heckgarage von beiden Seiten beleuchtet. Das ist dann quasi unterm Bett. Und hinten sieht man auch nochmal den Slide-Out, auch da wieder oben mit so einem Rollo, dass das geschützt ist. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr besonders. Und dann hier natürlich die Besonderheit mit dem 400 Volt Kabel, beziehungsweise hier seht ihr 220 Volt gerade drin, weil das Ding hier über die Messe halt einfach geladen wird. Aber ich kann das Ding auch mit so einer 400 Volt Schnellladung vollladen. Das ist schon echt innovativ, echt cool. Also da ist Strom halt kein Problem mehr.底盘是我们自己开发的呀。我们有造车能，我们有。